Viele Leute glauben, dass Erfolg nur eine Frage des Glücks ist. Wieder andere vertreten die Meinung, dass man sein eigenes Schicksal fest in der Hand hat. Ich glaube jedoch, dass es eine Mischung aus beidem ist, zumal auch die Chaostheorie fest in unserer Welt verankert ist. Verändere in einem System nur einen kleinen Parameter und die Folgen können unvorstellbar groß sein. Das ist allem in allem ein grober Abriss der Chaostheorie. Doch wie verhält es sich denn jetzt eigentlich mit der Frage des Glücks gemessen an der Chaostheorie in Squid Game und welche Auswirkungen hat diese jene Frage für das Character Development einiger Protagonisten? Das wollen wir uns heute an dem Beispiel von Seong in meinem cineastischen Video dazu ansehen. Ganz außen vor lassen möchte ich euch, meine Community aber auch nicht. Schreibt mir doch bitte sehr gerne in die Kommentare, welches der Kinderspiele ihr in Squid Game am ungerechtesten fandet und warum. Ansonsten würde ich jetzt sagen, Intro ab. Seong ist in der Handlung von Squid Game auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt der Geschehnisse, wenn man denn seinen Dominoeffekt, ausgelöst von Glück und Schicksal betrachtet, der ihn schlussendlich zum Gewinner des Turniers gemacht hat. Um jedoch zu verstehen, wie er das geschafft hat, müssen wir erst einmal einen Blick in das erste Spiel von Squid Game hineinwerfen, dem ikonischen Green Light, Red Light. Was wäre wohl passiert, wenn Seong darin nicht über einen gewissen Leichnam gestolpert wäre? Richtig, Ali hätte ihm niemals nie helfen können bzw. müssen. Die beiden wären womöglich nicht zu Freunden geworden. Und Ali wäre wohl auch nicht mit Seongs Kindheitsfreund Sho in Berührung gekommen. Dadurch hätte Sho Ali beim Murmeln auch nicht hinters Licht führen können und hätte dort vielleicht durch die Fallstricke des Unglücks ins Gras gebissen. Das nächste Spiel, bei dem Seong lediglich durch eine gehörige Prise an Glück in dieser jenen Prämisse hat bestehen können, ist Spiel 3 mit dem Tauziehen. Dort hat Seong gewissermaßen mit seiner Freundlichkeit und einer glücklichen Fügung aus seiner Vergangenheit gewonnen. Doch wie meine ich das nun eigentlich konkret? Ganz einfach. Durch seine Freundlichkeit hat er sich erst vor dem eigentlichen Turnier mit dem alten Herrn Oh Il-yam angefreundet. Durch dessen Lebenserfahrung hat Team Seong dann auch erst trotz schwächerem Team beim Tauziehen gegen ihre Gegner bestehen können. Doch nicht nur durch Oh Il-yam ist dieses Wunder gewissermaßen zur Realität geworden, sondern auch durch Shos Taktik mit dem 3 Schritte nach vorn. Und damit kommt auch die eben angesprochene glückliche Fügung in Seongs Vergangenheit zum Zug. Wenn Seong und Sho keine alten Kindheitsfreunde gewesen wären, hätten sich die beiden vielleicht auch niemals nie zu einem Team zusammengeschlossen. Und Seong wäre wohl beim Tauziehen in dieser jenen Konstellation ohne Sho im Team grausam verendet. Allerdings bringt Seongs liebenswürdige Art und Weise später bei Spiel 4 noch einige weitere Vorzüge mit sich. Ohne diese jene Freundlichkeit hätte er sich beispielsweise wohl eher nicht dafür entschieden, mit Oh Il-yam ein Team beim Murmeln zu bilden. Diese Konstellation kommt ihm am Ende meiner absoluten Lieblingsepisode, und zwar der 6. sogar noch zugute, als Seong von Oh Il-yam Demenz vorgegaukelt bekommt, beziehungsweise einfach von ihm geholfen wird. So ganz klar wird das in der Serie zum Glück aber nie aufgeklärt. Bei Spiel 4 kommt dem späteren Gewinner des Turniers schließlich ein weiteres Attribut seiner Person zugute, seine Unentschlossenheit. Nur durch sie landet er dann auch bei Spiel 4 den Trittsteinen auf dem letzten Platz. Ein absoluter Glücksgriff, wie sich später noch herausstellen soll. Bei diesem jenen Spiel zeigt sich auch sehr schnell der perfide Sadismus der Veranstalter, die lediglich das Glück der Teilnehmer belohnen wollen, aber nicht deren Geschick. So schalten sie auch die Beleuchtung des Spielraumes ab und finden somit, dass ein früherer Glasbläser die Hartgläser von den Milchgläsern unterschieden bekommt. Aufgrund der auslaufenden Zeit entscheidet sich Sho dann auch dazu, den früheren Glasbläser zu schubsen und ihn dadurch schlussfolgernd zu ermorden. Ob man ihm diesbezüglich verurteilen sollte oder nicht, muss natürlich am Ende des Tages jeder für sich selbst wissen. Immerhin gab es in diesem jenen Moment eben nur eine Regel zu bedenken: das ungeschriebene Gesetz der Natur. Friss oder stirb. Auf jeden Fall hat sich spätestens ab da Seongs Sichtweise auf seinen früheren Kindheitsfreund verändert.
aber es wird noch bunter, als sich Sho dann auch noch dazu entschließt, Kang hinter Seongs Rücken mutwillig niederzustechen. Warum er das getan hat, kann dabei nur vermutet werden. Vielleicht, weil sein Ziel nach Ruhm und Reichtum zum Greifen nahe gewesen ist, er ohnehin schon einmal gemordet hatte und ein Mord mehr oder weniger nunmehr auch keine Rolle mehr spielen würde. Oder weil er Kang lediglich von ihren Leiden erlösen wollte. Vermutlich ist es jedoch eine Mischung aus allem. Wer weiß. Aber warum erzähle ich euch das jetzt? Komme ich damit nicht vom eigentlichen Thema ab, dem Glück in Squid Game? Nicht ganz. Vergesst nicht, dass Sho Ali nur durch Seongs Ausrutscher beim ersten Spiel kennengelernt hat. Nur dadurch hat Sho mit Ali beim Murmeln ein Team bilden können, ihn hinters Licht führen können und ist somit auch schließlich ins Finale von Squid Game eingezogen. Einem Finale, wo Seong Sho wegen dem Mord an Kang inbrünstig hasst. Vermutlich gewinnt Seong dadurch auch die blutrünstige Messerstecherei gegen seinen alten, skrupellos gewordenen Freund Sho, bringt es aber vermeintlich wegen seiner nostalgischen Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit beim letzten Spiel, dem titelgebenden Squid Game, nicht übersehrt, Sho über die Klinge springen zu lassen, oder weil er eben einfach nicht seinem Mörder werden möchte. Ein wirklich sehr starker Moment, der vielleicht auch von Kang evoziert worden ist, die dadurch so gesehen auch indirekt für den eigenen Tod verantwortlich ist. Hätte sie Seong beispielsweise nicht davon abgehalten, den vermeintlich dösenden Sho zu töten, der sich zugegebenermaßen wahrscheinlich einfach nur schlafen gestellt hat, wäre sie vermutlich nicht an Ort und Stelle von Sho ermordet worden. Durch die vielen komplexen Verstrickungen und einer gehörigen Packung an Glück innerhalb der Handlung von Squid Game, die einfach nur geil mit anzusehen war, gewinnt Seong schließlich das Turnier. Abgeschlossen wird Season 1 von Squid Game schlussendlich mit dem Mann im Anzug, den wir schon aus Folge 1 kennen, einem Anwerber, der neue Teilnehmer für die immerzu fortlaufenden Squid Games anheuern soll. Wenn Seong dies nicht kurz vor seiner Abreise nach Amerika getroffen hätte, wäre Seong durch seine Freundlichkeit auch nie dazu gekommen, dem potenziell angeworbenen Schuldner zu helfen, seine Squid Game Karte zu stehlen und nunmehr den Betreibern des Squid Games offenkundig den Krieg zu erklären, was er mit seinen schier unerschöpflichen Geldreserven von 30 Millionen Euro natürlich auch mehr oder weniger problemlos tun kann. Die Serie endet also allem in allem genauso, wie sie begonnen hatte, mit dem Faktor Glück. Immerhin hätte sich Seong womöglich nie verschuldet gehabt, wenn ihn seine damalige Firma durch einen internen Notstand nicht entlassen hätte. Er wäre nicht dem Squid Game beigetreten und hätte schlussendlich auch nicht das gesamte Turnier gewinnen können. Wie glaubt ihr, geht es wohl in einer möglichen Staffel 2 weiter? Wird Seong den Krieg gegen die Betreiber des Squid Games gewinnen oder nicht? Schreibt es mir doch bitte sehr gern unten in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Ansonsten vergesst nicht Violent Spark zu abonnieren, damit ihr auch alle weiteren Videos in der Zukunft nicht verpasst und vor allen Dingen nicht das für nächste Woche angesetzte Video zur dritten You-Staffel. Des Weiteren like bitte das Video, empfehlt es sehr gerne weiter, folgt mir auf Instagram, wo ich Tobias_Flieger heiße und checkt doch auch bitte sehr gerne meinen High-Fantasy-Roman Das Wetter von der Macht, erste Funken des Auftakts unten in der Videobeschreibung aus, den ich nur jedem Game of Thrones-Fan wärmstens ans Herz legen kann. Wenn ihr jedoch nicht zu den Leseraten sein solltet, kann ich das vollkommen verstehen und dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine kleine Spende via PayPal dalassen, damit ich auch weiterhin so hochwertige Videos für euch produzieren und meiner großen Leidenschaft dem Bücherschreiben nachgehen kann. Abschließend wünsche ich euch noch einen schönen und vielleicht auch ein bisschen entspannten Tag. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.